So. Da sind wir wieder. Und wir müssen jetzt Typen folgen. Mal eben kurz meine Lampe an. Jetzt ist es mit der Kamera so dunkel. Ja, etwas besser, aber nicht viel. Ja, und jetzt? Kann ich nicht nehmen. Poor kid. Poor kid. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Eines der Gräber wurde entweiht. Das ist eine merkwürdige Ruhe. Ich habe genug gesehen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Someone must really hate Charles Hawkins. Someone must really hate Charles Hawkins. Poor kid. Sonst ist hier nichts. Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. I'll have to find another entrance. This entrance is still in use.
Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Silas Winchester, Alter 64, Verwalter des Anwesens der Hawkins. Silas Winchester, der alte Verwalter der Familie Hawkins, wacht noch immer über den Friedhof und die abgebrannte Villa der Familie. Bei aller Hingabe zu Charles Hawkins, den er aufwachsen sah, hatte er auch großen Respekt für Sarah Hawkins und ihren Sohn Simon. Die langen, einsamen Monate auf dem verlassenen Grundstück haben ihn sehr misstrauisch gemacht. Silas legt noch immer Blumen auf die Gräber von Charles, Sarah und Simon. Ich habe schon 2 Punkte, die ich verteilen kann. Was? Ach so. Geht nicht. Dann da. Und... Redewort. Besteht. Ja. Die versunkene Stadt. Bei der Untersuchung des Lagerhauses der Hawkins betrat Pierce einen teils überflutenden Tunnel unter dem Hafen. Dort griff etwas nach seinem Arm und zog ihn unter die Wasseroberfläche. Nach Luft ringend erhaschte der Detektiv einen flüchtigen Blick auf menschliche und tierische Leichen sowie eine Stadt unter Wasser. Pierce kämpft sich zurück an die Oberfläche und erkannte, dass sich keine Tentakeln, sondern nur Seegras um seinen Arm geschlungen hatte. Die Klarheit und Brutalität der Vision verstörte ihn dennoch. Officer Bradley, Alter 37, Tätigkeit Polizist. Dieser Dorfpolizist mag Ordnung und Gerechtigkeit. Er ist kein großer Ermittler, aber er möchte mehr als seine Kollegen die Wahrheit im Fall Hawkins aufdecken. Die Bewohner der Insel sind freundlich zu ihm, vielleicht kann er mir bei meinen Ermittlungen helfen.
Gemälde von Sarah. Na, das hatten wir schon. Akte zum Fall Sarah Hawkins. Ach so, das hatten wir ja schon alles gesehen. Inventar. Haben wir nur das? Ja. Ein bisschen Inventar. Ach ne, da ist der Schlüssel. Ich habe den Schlüssel zum Dienstboteneingang der Hawkins Villa erhalten. Hoffentlich war er das Risiko wert. Ja, das ist das. Wo wir jetzt hin müssen. Stop bothering me. Ah, da steht er ja Yes. schon. Shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Stop bothering me. Stop bothering me. Let's take a look inside. I'm with you. Bist du noch auf der Welt erkunden im Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Okay. This roast. What strange creature has flesh like this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Und jetzt muss ich wieder zurück, oder? Ah, The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. okay. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Let's see if I can find Silas managed something to the bring the cops fire missed. under control, but it was already too late for the Hawkins. The child's corpse left a trace. Where are the others? Ah, hier ist wieder ein Rätsel. They had a fight. Why?
Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Yes. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Did it stop at the time of the fire? Was das? Nee. Did someone escape the fire? Jetzt war's das. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. It's quite a building, don't you think? Do you know that the Hawkins were among the wealthiest families on the island? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Die Ausgabe von Moby Dick von Herman Melville. Ein Klassiker, vor allem für eine Readerfamilie. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. If you're right,
We should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Dann müssen wir aber nach oben, oder? Ach so, zurücksetzen. Okay. 30%. Tun wir mal 40. Obwohl, ne. Wie viel habe ich jetzt noch? 2. Ach so, ne. Was? Dauerte. Das ist neu. Villa Hawkins. Die Villa der Hawkins steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familie. Nur der alte Walter Silence Winchester treibt sich hier noch herum. Er bewacht das Anwesen erbittert und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner früheren Herrschaften. Es ist ein düsterer Ort. Die ganzen Hinweise, Wissen. Das letzte Abendmahl. Seit dem Brand in der Villa der Hawkins ist der Speisesaal intakt geblieben. Es ist klar zu erkennen, auf welchem Platz welche Familienmitglied saß. Die Etikette wurde offensichtlich beachtet und auch in einer privaten Situation unter sich. Charles Hawkins saß am Kopf des Tisches, mit Frau und Sohn zu seinen Seiten. Der Stuhl könnte nach dem Brand umgefallen sein, vielleicht unterstützte er aber auch die Theorie eines häuslichen Streits. Der Braten wurde auf einigen Tellern nicht angerührt. Das Fleisch, das erstaunlich gut erhalten ist, scheint Gegenstand des Streits zwischen den Hawkins gewesen zu sein. Zerbrochene Öllampe. Laut dem Polizeibericht ist diese Lampe die Ursache des ungewollten Brands, der die Villa zerstörte. Die Blutflecken auf den Trümmern erzählen aber eine ganz andere Geschichte. Sarahs Schuh. Ein teilweise verbrannter Schuh. Es scheint, Sarah Hawkins gehört zu haben. Kaputte Uhr. Das Glas dieser schweren Uhr ist zerbrochen und die Zeiger stehen auf 10. Das könnte auf die Zeit des Feuers hinweisen oder nichts damit zu tun haben. Die Brandstätte. Entgegen dem Polizeibericht erzählt der Salon der Hawkins eine ganz andere Geschichte des Feuers, das die ganze Familie ereilte. Zuerst ist da der Handabdruck, der die Möglichkeit eines Überlebenden eröffnet. Die Körper von Charles und Sarah Hawkins haben weder auf dem Boden noch im Salon Spuren hinterlassen. Ganz im Gegensatz zu des Kindes, dessen Spuren nahe des Kamins noch immer zu sehen sind. Dasselbe gilt für die Glasscherben auf dem Boden. Bei näherer Untersuchung lassen sich Blutspuren an ihnen entdecken. Der eindeutige Abdruck vom Gemälde, das im Lagerhaus der Hawkins gefunden wurde, bestätigt, der Fall Hawkins mehr sein könnte als ein bloßer häuslicher Unfall. Nein, da ist mehr passiert. Ein Mord. Ach. Brauche ich nicht. Obwohl, damit können wir ja versteckte Dinger sehen, ne? There's something disturbing about this painting. Mhm. Was war das? So der Blitz. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Ist hier noch was? Nee.
book on hunting whales, the island's staple diet last century. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meiner Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber Sie sollten sie in die Obhut von Dr. Fuller geben. Er allein könnte sie zur Besingung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll Anton Willard. Ist da noch was? Nee. Vielleicht war das wegen ihrer Krankheit, dass sie dann einen Streit hatten. Locked. Oh. The boys' room. Oha. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Ich will zurück. Ist hier noch was? Bis das hier keinen Strom gibt. Dort oder wo? Ne, da. Die war zu. Hier? What will her room reveal about her? Wieder ein Rätsel. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment.
Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir sehr bekannt vor. Aha. This padlock is too complicated for me. Okay. Oh, da. Ha. It's no use. The padlock won't give. Ich hab doch einen Schlüssel. Ach ne, das ist nebenan, ne? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? The door is blocked on the other side. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Da ist aber noch was. Bradley? Is that you? Was war das? Ah, hier bin ich fertig. Hier ist noch was. Ah. Das ist von draußen. Hier muss doch irgendwas sein. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Dr. Thomas Fuller, Darkwater, Massachusetts, Datum 21.07.1924, 75 mg Natrium, Amobarbital alle 4 bis 6 Stunden nach Bedarf. Werden die Anfälle zu stark, zusätzlich 25 mg. Phenobarbital bis zu 3-mal täglich. Während des Behandlungszeitraums kein Alkohol oder andere Medikamente einnehmen. Dr. Thomas Fuller. Anzuliefern an Gemischwarenladen Darkwater. Das wurde von Dr. Ja. Such an excessive dose. Either this man is a charlatan, or Sarah's condition is unlike anything I've ever seen. It's no use. The padlock won't give. Soll noch irgendwas sein? Ah. Die Skizzen von Sarah Hawkins sind eher eine Galerie des Horrors als anatomische Studien. Zeigt sie mit ihnen, was sie nachts verfolgt. Ah. Sketchbook. Ja, jetzt habe ich aber alles. Ah, jetzt war ich hier drin, ne? Ja. Was sind das für Kratzspuren? Is anyone there?
Das bin ja ich. You! Stop! Hä? Was zum... Den Dieb fangen. Ich will mich aber lieber hier erstmal umgucken. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. This door was closed earlier. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage was Charles Hawkins, some kind of explorer. Charles Hawkins posiert wie ein Entdecker vor exotischen Ruinen. Es ist gemeinhin bekannt, dass er seinen Reichtum auf teuren Reisen verprasste. Wonach sucht er? Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Die geht nicht auf, ne? Die waren wir ja schon. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Too much rubble. I'll find an easier way. Ach so. Ich muss einen anderen Weg jetzt hier finden. Ah, hier bin ich wieder. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. It looks like an old seaway map. Jemand auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Öl aufgefüllt. Der Ölbehälter deiner Laterne wurde aufgefüllt. Das Öl kann an verschiedenen Stellen gefunden werden, denke ich mal. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange.
No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Kapitän Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahe zu stehen. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? Ach, das hab ich More nicht. like an The adventurer. Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe... This globe seems to have been part of some mechanism. Was? Ach du Scheiße. Doesn't work. I must have missed something. Seems like this came from a log. Montag, 24. Mai 1847. 24 Nord, 70W, Insel Darkwater. Ah, da sind die Koordinaten. Den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Kapitän Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir diesen Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Sonntags, 30. Mai. Ich schreibe mir das mal immer auf. Na. Ich brauche eine härtere Oberfläche. Ach, warum schreibt ihr das? Ja. Alle leer. Ja, 42N 70W 74N 55W. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden. Aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ist ihm das egal? Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut.
der heiligen Tiere, und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott, den Allmächtigen, fürchte, aber allein im Laderaum habe ich Angst. West. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteskeste Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leerem Laderaum zurückkehrte. Die Skiller und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist da noch was anderes? Nee. There must be a link with the Seaway map. Ja. As if the bookcase has been moved several times. Das öffnet sich, wenn ich das mache. So. 42 Nord. Dann. Und 70 West. 47 Nord. Und 55 West. 49 Nord. Und 61 West. 57 Nord und 51 West. Dreiunddreißig Nord, 53 West. Verstehe ich Doesn't nicht. work. I must have missed something. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Eine Karte von Darkwater von Charles Hawkins handgezeigt. Manche Orte wurden eingekreist. Ich muss das auf jeden Fall lösen, dieses blöde Rätsel. Kapiere ich nicht. Ich glaube, das ist Nord. 42 Nord. Und 70 West. 47 Nord. Das sehe ich aber nicht. Naja, ich kapiere das nicht. Ich bin zu doof. Doesn't work.
I must have missed something. Ah, nur getrennt. Looks like the navigational paths described in the log. Doesn't work. I must have missed something. Ansonsten gucke ich jetzt gleich nach. Bei jemandem. Doesn't work. I must have missed something. Mal eben nach. Okay, okay. Hä? Geht zu weit. Durch. Ach, wieso lädt er denn jetzt so bescheuert?
Hä, wo hat er das Ding denn her? Was? Doesn't work. I must have missed something. Der hat das rausbekommen. Warte mal. Nochmal. Was? Temples. Ich gucke gerade, ob es noch ein paar andere Hinweise gibt. Ja. Öllampe wieder aufgefüllt. Ah, so geht das also. Ah, sehr gut, sehr gut. Wir brauchen so eine... Ah, okay. Okay, haben sie ja gut versteckt. There must be a link with the Seaway map. Wir haben ihn gefangen. 33 Nord, 53 West. Versuchen wir das mal. 33 Nord. West. Hier irgendwo? Doesn't work. There must be a link with the Seaway. 31 Nord, 53 West. Ich habe keine Ahnung, wo 53... 53 ist vielleicht eher hier so. Hier? Doesn't work. Ja, hat er nicht geschafft. Ich guck mal, ob ich den vielleicht auch hier mit dem Brecheis... Warte mal. Habe ich ein Brecheisen dabei? I'd be better off not touching them for the moment. Ich habe kein Brecheisen. Wo hat er das Brecheisen her? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Wo hat er das Brecheisen her? Ich schau mal weiter. Well done, Pierce. Ja, so geht's natürlich auch. Vermutlich hätte ich auch das Rätsel lösen können. Aber wo hast du das Brecheisen her? Oh nein.
Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das Rätsel lösen kann. Ich habe das Brecheisen nicht. Wo hat er das Brecheisen her? Ich glaube, ich stecke hier fest jetzt. Tresorrätsel, ne, da ist es. Wo ist das Brecheisen gewesen? It looks like an old seaway map. This globe seems to have been part of some mechanism. Aha. Looks like Moment. Was ist denn jetzt so blöd? Nee. doesn't work. I must have Wo missed something. genau hat er das gehabt? Looks like it worked. Nein. Looks like it worked. Ich muss genau auf das... Ah, Looks like it worked. geht doch. Well done, Pierce. Befehl. Tunnel unter der Hawkins Villa. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sir Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl, nahm der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. A secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. 3 seats. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. What is this mask supposed to represent? Sonst nichts mehr. Naja, da muss doch was sein. Ich kann nicht zurück. Zum Tisch noch was? Nein.
gibt's denn noch? Ah, This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? This symbol. What does it mean? eine Reihe von Studien zu einem unbekannten Symbol. Komische Maske. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Super. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. An old diary. In dieser Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Sie vergötterten ein Wesen, das in ihren Träumen zu ihnen sprach. Der gesamte Stamm scheint in einer Massenopferung zum Ruhm ihrer Gottheit verschwunden zu sein. These paintings must be several centuries old. This monstrous creature must be an allegory. These buildings seem to have come out of the water. Ah, ich gehe jetzt auf der anderen Seite.
Time has weakened these structures. This oil again. What is it used for? This oil again. What is it used for? Ist er denn jetzt hin? I don't have time to search them all. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. A mass grave. I gotta... I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Uff. Sage ich da nur 5 Stück habe ich jetzt schon. Dann Stärke. Und
Villa der Hawkins. Die Villa der Hawkins geriet schon vor dem Brand, bei dem die Bewohner ums Leben kamen, in Verfall. Das einst prunkvolle Gebäude zeugt heute vom Niedergang der Familie Hawkins. Die Gemälde von Sarah Hawkins sind in den Fluren verteilt. Feuchtigkeit zerstört langsam die Bücher der einst beeindruckenden Bibliothek und zahlreiche Fenster sind eingeschlagen. Im Salon, wo das Feuer ausbrach, wurde klar, dass die Tragödie mehr als das Ergebnis eines häuslichen Unfalls war. Im Büro von Sarah Hawkins gibt es Hinweise auf okkulte Praktiken und zweifelsohne hat eine gewaltige Kreatur Spuren an den Korridorwänden verursacht, die zum Atelier führen. Im Büro von Charles Hawkins hingegen wurde ein Gang zu einem unterirdischen Höhlensystem entdeckt. Tunnel unter der Hawkins Villa. Wer hätte gedacht, dass sich unter der Hawkins Villa so große und verzweigte Tunnel verbergen? Es scheint das Versteck eines Kults zu sein. Kaum zu glauben, dass Sarah und Simon direkt über einer solchen Gefahr lebten, ohne davon zu wissen. Ritualkreis. Ist die Kreatur noch nicht in unserer Dimension verankert, könnte ein Austreibungsritual funktionieren. Dafür muss die ausführende Person sicherstellen, dass das Symbol der Alten in die Glyphen des Ritualkreises integriert. Es ist aber Vorsicht geboten. Die Schaffung solcher Kreise wird nicht immer ausreichend zuverlässig beschrieben. Auszug zu dem Malois-Bistarium von Abigail G. Kultistensymbol. Es war auf Papier gezeichnet und in einem Tresor in einem Tunnel unter der Villa versteckt. Das Symbol wurde wiederholt auf das Papier gemalt. Jeder weitere Versuch klarer als der zuvor. Ich weiß nicht, was Charles Hawkins mit diesem Symbol darstellen will, aber eins steht fest, in seinen Augen war es wichtig. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Verlorener Stamm. Ein Volk von Menschen, Anbeter des Meeres und dessen Wohltaten, landete an den Ufern einer Insel, umgeben von dunklen Gewässern. Sie wurden von der Kreatur entdeckt, die einige als Verschlinger der Wale bezeichnen. Viele Jahre jagte das Wesen die Stammesmitglieder in ihren Träumen, bis sich ihre geschwächten Gemüter ergaben. Sie folgten den Anweisungen der Kreatur und begaben sich die dunklen Gewässer der Insel, auf das sie nie wieder gesehen wurden. Auszug aus dem Malois-Bistarium von Abigail G. Sturmlaterne, eine alte Sturmlaterne, die noch funktioniert. Ich muss nur vorsichtig sein, sie verbraucht viel Öl. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ich fand diesen Dolch in den Tunneln unter den Hawkins-Anwesen. Der Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandten Männern folgte. I can't read Latin. Laterne ist aus. Das habe ich mir gedacht. Da sind sie. You who sleeps, accept this dream under your immortal wing. Ya Ctullu nithsiha fetagen. Grant him your flesh and accept his,
so that his body and yours may be one. Yibithink, Hupadk, Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk, Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yorel Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yorel Cthulhu Bogshug. Let your dreamers open the way, so that the day finally comes when you will awaken. La Cthulhu Nafal Fatagan. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Bring me more sacred flesh. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. teil2 Ctullu, Lenalaf, Kleel Nochschlag, Relay, Gorkanira, Sigov, Bedach, Gif, teil2 Ctullu, Lenalaf, Kleel Nochschlag, Relay, Gorkanira, Sigov, Bedach, Gif, teil2 Ctullu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Charles, you shouldn't have seen this. To get out of here.
komme ich hier raus? Habe ich jetzt versagt? Muss ich jetzt nochmal machen? Ne, doch. My Alles leg! richtig. Ach so. Da ist der Ausgang. Gott sei Dank. Light! At last. Ja. Oh nein! Kapitel 5 Riverside Institute. Pierce und Offenbach folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte, ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institute gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Uiuiui. Prepare another shot for injection. No! He's having a seizure. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Officer Bradley, der lebt What noch? did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! What happened to me? Where am I? Okay, an dieser Stelle mache ich aber jetzt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. No choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no. You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Okay, an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ja, nächste Woche geht's weiter und ich wünsche euch noch einen schönen Wochenanfang. Ciao!